Hallo, wir sind's, die Piranhas. Willkommen bei Piranha Becken TV. Das Thema heute ist Alterseinschränkung. Altersfreigabe. Altersgedönse. Altersfreigaben. USK und KoKG. Ja, das heißt, ja, also die, und was heißt eigentlich USK? Unwirksame, wie geht das? Ne? USK? Du weißt es nicht. Selbstkontrolle und das O steht für? Und Unabhängige und Unsichtbare. Mein Gott, sind wir schlecht. Okay, also die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft. Nein, das ist die FSK, ne? Mhm. Okay. USK und Co. und PG und Gedönse. So, wir haben weniger als 100 Leute gefragt. Sag mal, hältst du eigentlich USK und Co. für sinnvoll? Und die haben Folgendes gesagt. Ja, halte ich tatsächlich. Muss vielleicht nicht mal unbedingt etwas mit einem geplatzten Kopf zu tun haben. Sieht man ja, in manchen Ländern ist das okay, in manchen nicht. Sondern einfach vielleicht mit Inhalten, die man erklären sollte. Wenn es zum Beispiel politisch wird oder mit irgendwas zu tun hat. Sinnvoll ja, wenn es durchgesetzt wird. Ja, aber ich glaube, da müssen auch die Eltern so ein bisschen ihren Teil dazu beitragen. Ich kenne das aus meiner Vergangenheit auch. Meine Eltern wussten, okay, ich kann dieses Spiel spielen. Es ist zwar ab 16, es ist nicht mein Alter, aber wir lassen die es trotzdem spielen und gucken mal, was passiert. Und solange das passiert, dass die Eltern darauf aufpassen, finde ich die USK sehr sinnvoll tatsächlich. Ja, allerdings denke ich, dass viele der Kriterien nicht mehr ganz so aktuell sind und vielleicht nicht nur ein paar alte Männer, die keine Ahnung haben, was sie da definieren sollten. Nicht jeder Vater oder jeder Mutter spielt und müsste sich dann quasi auf diese USK berufen. Und ja, okay, in der Vergangenheit gab es auch viele andere Sachen, die mit USK zwar so nicht so im Einklang waren, aber ich denke mal, USK ist eigentlich doch schon wichtig, weil die Kriterien müssen eigentlich klar sein für ein Spiel. Ich glaube letzten Endes zu sagen, das Spiel ist für Leute ab 12 geeignet und wenn du 11 bist, ist es schlecht für dich und wenn du 12 bist, dann ist es auf einmal problemlos. So ist es natürlich nicht. Ich glaube, das ist halt für wichtig, dass die Eltern mit drauf gucken und halt das irgendwie einschätzen. Ist das okay für mein Kind, ist das nicht okay für mein Kind? Es kann halt sein, dass man damit klarkommt, bestimmte Spiele früher zu spielen. Es kann halt auch sein, dass man irgendwelche Spiele nicht spielen sollte, wenn man 34 ist. Ich denke, die Verantwortung muss zurück an die Eltern gegeben werden. Das heißt, FSK, finde ich, ist ein wichtiges Tool, um Eltern wieder ein Stück weit eine Richtlinie zu geben. Aber das könnte noch einen Schritt weiter gehen. Und nicht immer nur bevormunden, sondern Eltern dürfen auch mal ihrer Situation da, ihre Macht da ausüben an der Stelle. Nicht nur für sinnvoll, ich halte es für wichtig. Gut, teilweise sind Entscheidungen dabei, die finde ich ein bisschen fragwürdig. Gerade wenn du als Erwachsener ein Spiel konsumierst, dann kannst du dir selber entscheiden, finde ich das gut oder nicht. Gut, Index und so weiter ist wieder ein anderes Thema. Das Index A, weiß man ja, das ist ja, dass das Spiel nicht beworben werden darf, finde ich auch in Ordnung, weil es gibt halt wirklich Spiele, die sind einzig und allein dafür da, dass sie so ein bisschen Aufsehen erregen durch Gewalt. Weil ich meine, jeder Inhalt ist natürlich für eine andere Altersgruppe geeignet. Natürlich muss man schon darauf achten, dass ein Kind nichts zu Gesicht bekommt, was noch nicht angemessen für es ist. Es gibt mittlerweile in unserer Zeit so realistische Spiele und die Brutalitätsschraube ist mittlerweile auch sehr, sehr weit oben. Und da finde ich es schon wichtig, dass bestimmte Spiele wirklich ab 16 oder 18 eingestuft werden. Ja, also scheint wohl eine sinnvolle Sache zu sein, ne? Nur, wie kommt man da hin? Wir müssen uns ja dieser Prüfung unterziehen sozusagen, ne? Weil wir mit einem Stück Spiel, ja, also mit einem Content, mit einem Inhalt irgendwie an die Öffentlichkeit gehen und ein Spiel verkaufen, wo halt potenziell irgendwelche Arschgeigen drin sind, die Scheiße sagen und sowas, ne? Also das anstößige Dinge, wo man irgendwelche Menschen verprügeln kann mit Schwertern und so weiter. Und schon ist dieses Video ab 12. Eigentlich schon, ne? Weil ich Scheiße gesagt habe? Ich glaube schon. Ja, es ist halt irgendwie, wie macht man das? Man kommt irgendwie zu dem Punkt, wo man sagt, das Spiel ist fast fertig. Na? Das heißt also, diese ganzen schwierigen Wörter, die da gesagt werden, oder diese ganzen
man nennt das Bad Content, also böser Inhalt. So, ne? Wie zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo fliegen Gedärme in der Gegend rum, es fließt Blut, es ist irgendwie du kannst, wie gesagt, Menschen kloppen, umhauen und so weiter. Derbe Sprüche, die wir uns immer leisten, so, ja. Es gibt ja diese kleinen Zeichen immer neben dem, ne, die unterschiedliche Sachen beinhalten und die Altersfreigabe guckt halt auf diese verschiedenen Themen. Das heißt, es ist unter anderem Gewalt, das was du gerade gesagt hast, Sprache, derbe Sprache. Es ist aber auch so Sachen wie verschiedene Themen, wie zum Beispiel Drogen und solche Sachen, die eine Rolle spielen, oder sexistische Inhalte und das sowohl in der Sprache als auch im Bildcontent. Ne? Ja. Was wird gezeigt, was wird gehört. Und bestimmt noch ein paar Sachen, die wir vergessen haben. Auch, ja. Da werden wir dann gefragt, okay, liefer uns mal das, was ihr so an derben Sachen habt. Ne? Das heißt also, do your worst. Ja? Das heißt also, wir müssen der USK darlegen und auch hier dieser PEGI-Prüfung müssen wir darlegen, wo wir solche potenziell bösen Content drin haben. Ne? Das heißt also, wir müssen zum Beispiel Passagen über Sprüche, die wir bringen, oder irgendwie, wie oft das Wort Scheiße oder im Englischen, wie oft das Wort Fuck drin vorkommt, der Fuck-Counter oder so, ja. Das müssen wir alles irgendwie darlegen und dann entsprechend in einem Dokument verfassen, was wir alles drin haben, und dann wird das entsprechend bewertet. Die Leute, die diese Prüfung machen, die spielen das ja nicht komplett selber. Die spielen das mal an und machen sich ein Bild von dem Spiel, ganz klar, aber die machen jetzt kein umfassendes, wir spielen das Spiel jetzt durch in allen Facetten und gucken uns an, ob da vielleicht irgendwie so, das muss man schon selber wirklich darstellen, so, ne? Und ja, das ist eine interessante Sache auf jeden Fall. Und wie ordnen wir das selber ein, ist die interessante Frage. Wir halten das genauso für sinnvoll wie die meisten, die wir gehört haben, ja, weil es ja tatsächlich nun mal so ist, ne, dass einige Sachen halt irgendwie Kinder unter einem gewissen Alter nicht zugänglich gemacht werden sollen. Da sind wir in der Pflicht, dann auch dafür zu sorgen, dass das vernünftig funktioniert. Ne? Da gibt's dann die Sache, dass man sich hinsetzt und sagt, so, wir kümmern uns drum, dass die Sachen aufbereitet werden und so. Und der Amadeus, der hatte mal so ein Ding gemacht, der hatte die Sachen aufgeschrieben oder einen Teil davon aufgeschrieben und hat dann gesagt, oh gut, okay, was kann man ja am schlimmsten machen? Da ist eine Frau, die schläft jetzt in ihrem Bett und so, und dann gehe ich mit dem Knüppel hin und dann prügel ich die mal, ja. Und die war irgendwie von der AI her als Coward eingestellt, also als Feigling, so nennen wir das. Ne? Die kann nichts, die kann sich nicht wehren, die hatte keine Waffe und er konnte die einfach mal platt prügeln. Dann ist dann die USK zu uns gekommen und gesagt, okay, sie hat ein Spiel ab 18. Und dann haben wir gesagt, nee, Moment mal, das wollen wir aber nicht. Ne? Wir sind eigentlich kein Spiel ab 18. Ja, der Amma, der hat das auf den Tisch gekriegt und wir standen dahinter und haben gesagt, du hast uns die Suppe eingebrockt, ja. Und löffel sie mal gefälligst wieder aus, ne? Und dann hat er der Frau also den Frauen, die im Spiel sind, die so geprügelt werden können, dann eine Waffe gegeben und hat sie dann auch entsprechend auf Brave gestellt. Das heißt mutig, und sie wehrt sich dann. Und dann ist das okay, weil wenn du jetzt irgendwie Wehrlose verprügelst, ist es etwas anderes, wird anders eingeordnet, ja, als wenn du jemanden verprügelst, der auch dich verprügeln kann. Es ist auch immer die Frage, wofür kriegst du Erfahrungspunkte? Ne? Für ein Drogenpaket von A nach B zu bringen, als Drogendealer zum Beispiel, irgendwie XPs zu bekommen, ist eine Sache, die tatsächlich auch zu diesem bösen Content gehört. Ne? Alleine nur, weil darüber gesprochen wird und einfach nur so ein Paket geliefert wird. Da muss man auch nicht mal den Akt des Konsumierens von Joints oder sowas irgendwie tatsächlich zeigen, ja? Dass er das dann anschließend auspackt und sich dann anzündet oder so, sondern das reicht schon, wenn das irgendwie so dargestellt wird und dann man dafür tatsächlich XPs bekommt. Ist, genau, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist natürlich eine Philosophiefrage am Ende des Tages, was man als Content überhaupt zeigen will. Wenn wir jetzt sagen, na gut, man kann an irgendeiner Stelle des Spiels irgendwen prügeln, der sich nicht wehren kann, dann ist das Spiel ab 18, dann ist das eigentlich, so finden wir, nicht in unserem Sinne, weil wenn ab 18 draufsteht, die Leute auch ab 18 erwarten. Und dann erwarten die auch entsprechenden Bad-Content, den wir vielleicht gar nicht liefern. Bei uns kann man nämlich gar keine Gedärme rausreißen, Körperteile abtrennen oder sonstigen Schmuh veranstalten im Spiel. Das kann man dann bei einigen Spielen, aber bei uns nicht. Und das müsste man dann vielleicht einbauen, damit die Leute auch ab 18 bekommen, wenn sie das Spiel kaufen. Und wir haben gesagt, so, ja, aber
Erstmal ist das ein Riesenaufwand, sowas zu bewerkstelligen, ja. Richtig darzustellen. Genau, ne? Wir wollen jetzt eine Darstellung, dass man den Leuten die einzelnen Körperteile abhacken kann mit den Waffen, die man hat, irgendwie mit der Kettensäge durchsägen oder sonst irgendein Kram. Das, was man sich dann alles so wünscht bei einem ab 18 Content. Und wir sagen, boah, das ist verdreifacht irgendwie unseren Aufwand bei allen Kämpfen, bei der Darstellung, bei Items oder Objekten, die im Level liegen, bei Blut, bei allem. Und dann sagen wir, eigentlich ist das gar nicht das, was wir zeigen wollten. Eigentlich ist es auch gar nicht das, worum es in dem Spiel geht. Und das braucht unser Spiel auch gar nicht. Also warum sollten wir diesen Aufwand betreiben dafür, dass wir unser Publikum beschränken? Entsprechend haben wir tatsächlich auch effektiv nie ein Spiel rausgebracht, das ab 18 war, sondern immer nur ab 12er Titel, ne? Ja, es liegt halt irgendwie so in unserer Natur, dass wir Spiele so machen, wie wir sie machen. Selbst wenn wir sagen, okay, dann betreib doch mal diesen Aufwand, dann mach das doch mal. Das ist dann vielleicht auch ein Verkaufsargument, ne? Wenn du ein Spiel ab 18 hast, ist das irgendwie mehr wert als ein Spiel, was irgendwie ab 12 ist? Oder es gibt ja Menschen, die das so empfinden, ja? Die sagen irgendwie, wenn, dann will ich schon die ganz große Scheiße, ich will den ganz derben Content haben, so, ja? Sehen wir so nicht. Ja. Man kann das so machen, wir werden auch auf solche Dinge natürlich achten, dass es irgendwie cool dargestellt ist und auch erwachsen wirkt und so weiter, ja. Aber es gibt da für uns dann schon eine Grenze. So, wir müssen nicht unbedingt Köpfe oder Körperteile abtrennen in unserem Spiel, ja, um irgendwie toll zu sein. So, das ist einfach unsere Philosophiefrage dann auch am Ende des Tages. Selbiges gilt auch für Story und Sprache. Ja. Ja, das ist auch immer etwas, das wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, weil viele gesagt haben, naja, aber so derbe wie Sprüche, wie er immer bringt in den Spielen, irgendwie ist das nicht ab 18. Und es gibt eine feine Linie zwischen, du sagst immer gerne, schmuddelig und schmierig. Ja, also wenn etwas schmuddelig ist oder rummelig. Ich sage immer rummelig. Rummelig ist auch das schönere Wort. Ja. Zwischen rummelig und schmierig. Wenn etwas rummelig ist, dann ist es unordentlich und man kann aber damit leben und es ist in Ordnung und man kann es auch sagen und es begegnet einem auch auf der Straße. Aber wenn etwas schmierig wird, zu sexistisch, zu derbe, dann wird's irgendwann blöd. Ja. Dann fühlt es sich auch nicht mehr irgendwie gut an oder lustig, sondern dann denkt man so, echt, hat er das jetzt wirklich gesagt? Irgendwie, was soll das? Und diese Grenze nicht zu überschreiten, ist dann halt die Gratwanderung, die man begehen muss, um zu sagen, ja, das Spiel ist derbe und es gibt auch derbe Sprüche, aber die sind möglichst authentisch irgendwie. Das ist jemand, der mir auch im Ruhrpott begegnen könnte und der würde das sagen, aber nicht übertreiben. Dann wird's schnell doof. Und das wollen wir nicht. Ja. Ja, es gibt ja auch diese Wendecover, ne? Das heißt also, dass man auch verbergen kann, ne? Wenn man sich's in den Schrank stellen will, was immer weniger Leute machen, weil mittlerweile gibt's den Content ja meistens digital, wo man tatsächlich diese Zeichen, dieses PEGI und USK-Zeichen verbergen konnte. Ne? Gibt's das eigentlich immer noch, Wendecover? Ja, ist gibt's immer noch sexy für die Leute, ja? Ja, also es gibt's noch, weil die Leute, die auf Retail stehen, häufig auch gerne sammeln, also Sammler sind. Ja. Und dann ist irgendwie auf so einem schönen, dunklen, schwarzen Cover irgendwie so ein grünes oder rotes Emblem vielleicht auch gar nicht so hübsch. Und dann können die sich das natürlich einfach umdrehen und in den Schrank stellen. Ne? Die interessante Frage, die dann immer kommt, ist, warum seid ihr denn PEGI 16 und USK 12? Das sind wir ja meistens. Das sind so die Piranha Bytes Klassiker. Ne? Ich glaube, die haben wir auch nie anders gehabt. Ja, es ist ja eigentlich sogar noch viel extremer. Es gibt oder gab tatsächlich Länder, bei denen unsere Spiele total verboten waren. Australien zum Beispiel. Australien zum Beispiel, weil die unterschiedlichen Länder natürlich auch unterschiedliche Regeln haben. Und Deutschland hat die USK und legt andere Kriterien an so einen Content wie andere Länder. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel mal Australien nimmt, warum wurden wir da verboten? Wegen Drogen, ne? Ja, wegen diesen Drogenpaketgeschichten. Ich glaube, das war sogar Risen 1. Ja? Da konntest du tatsächlich von den Banditen irgendwas in Faranga City einschmuggeln, so ein Paket, konntest es irgendwo abgeben und hast Geld und XPs dafür gekriegt. Und dafür haben die gesagt, nee, das ist Drogenhandel, das wollen wir nicht. Das ist Bad Content. Ja? Haben wir nicht sogar mal irgendwann den FPP rausgenommen aus denselben Gründen? Ja, das glaube ich war, wir hatten aber auch so Geschichten, wir haben eine internationale Version von Gothic gehabt, ne?
da gab es auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel die GEMA hat uns verboten, international in Extremo drin zu lassen und solche Dinge. Ja? Und ich glaube, das spielte auch da mit rein. Ja, der FPP ist ein Punkt, an dem irgendwelche Leute gehen und dann dahin machen. Und den haben wir im Elex wieder drin. Ja, Elex. Und mittlerweile ist es auch egal irgendwie, weil solange du nichts siehst, ist es auch nicht schlimm irgendwie. Da kannst du ruhig den Pipi-Strahl sehen, der ist nicht so schlimm. Ne? Und dann durften wir den wieder reinbauen und haben das auch sofort gemacht, weil wir es witzig fanden. Ja. Aber im Grunde genommen muss man auf diese Dinge dann in den unterschiedlichen Ländern achten. Sachen, die in Richtung Sex gehen, die sind auch in Deutschland sehr viel seichter. Ja? In Deutschland könnte man zum Beispiel sehr viel mehr Haut zeigen. Ich glaube, in Frankreich ist das auch überhaupt gar kein Problem. Oder Nacktheit darstellen, weil es nicht so schlimm angesehen wird, während es in Amerika sofort... Genau umgekehrt ist. Da darfst du brutal sein. Ja. Ne? Aber sobald es irgendwie mit Nackt oder Sex oder so zu tun hat, dann bist du da eckig pfui. Genau, da muss man immer ein bisschen gucken, irgendwie, dass man alles so ein bisschen im Auge behält, wenn man irgendwo erscheinen möchte und nicht verboten werden will, im schlimmsten Falle. Ja, eine zweite Version, das möchte man natürlich auch nicht gerne. Ja, das heißt, wenn wir von vornherein darauf achten, dass wir Bad Content so weit eingrenzen, dass er nicht irgendwo total pfui ist, dann müssten wir auch keine internationale Version bauen, denn das ist immer blöde. Dann müsste man nämlich im Grunde genommen 2 Versionen auch pflegen im Nachhinein, was man ja gar nicht will. Eigentlich möchtest du dein Spiel auf den Markt bringen und es sollte am besten in dem Spiel dann auch alles vorhanden sein, was es hat und nicht irgendwie eine beschnittene und eine normale Version geben. Ne? Das gefällt meistens den Spielern da draußen auch nicht, weil sie dann eigentlich die Version haben wollen, die so gemeint ist, wie sie eigentlich von den Machern auch gewollt war. Sollte man nicht ein einheitliches Rating-System machen? Ja? Habe ich schon oft gehört. Nein, warum? Ne? Funktioniert doch. Ja? Also einheitlich gemünzt auf wen? Ne? Es gibt kulturelle Unterschiede. Und die muss man auch respektieren. So sehe ich das. Ne? Ja, und es ist natürlich auch schwierig. Ne? Wer macht denn jetzt wem irgendwelche Zugeständnisse? Ja. Wir haben, also entweder gibt's dann die USK nicht mehr und dann sind wir immer ab 16 automatisch, weil PEGI dann gilt, weil die größer sind. Ja. Und dann kann man sich als Deutscher fragen, will man das? Ja, wenn ich jetzt 14 bin und ich spiele gerne irgendwie so ein Spiel, dann darf ich das jetzt nicht mehr, muss erst warten, bis ich 16 bin oder irgendwie den 18-jährigen Kumpel fragen. Naja. Und dann stellt sich natürlich dann auch der Sinn dahinter und wenn man die kulturellen Unterschiede berücksichtigt, irgendwie muss man natürlich individuell immer noch mal gucken irgendwie, was kann ich jetzt verpacken, was kann ich nicht verpacken, was machen am besten die Eltern und was macht jetzt Sinn, auf die Packung zu schreiben. Darüber hinaus gibt es etwas, was auch interessant ist in dem Zusammenhang irgendwie. Am Anfang hast du erwähnt, wir haben irgendwann ein Spiel, klar, da kommt die USK drauf, aber es ist ja noch viel mehr. Ne? Bei uns ist es ja im Grunde genommen alles. Also jeder Trailer, den wir zum Beispiel machen, muss einmal, bevor der an die Öffentlichkeit geht, einmal durch die Altersfreigabe. Ja. Und wenn wir zum Beispiel eine Messe besuchen, ist das mit der Demo dasselbe. Jede Demo, die man für eine Messe baut, muss vorher einmal durch die Altersfreigabe. Und wenn man das nicht hinkriegt, rechtzeitig, oder wenn man nicht vernünftig gearbeitet hat an der Stelle, so wie wir das gerade dargestellt haben. Dann darfst du es auch nicht zeigen. Richtig, dann gibt's automatisch eine 18er-Regel und dann, oder du darfst gar nicht erscheinen, je nachdem. Dann kommen diese schwarzen Wände zum Tragen irgendwie, dass man ein Spiel, was vielleicht später ab 12 ist, nur auf der Messe besuchen darf, wenn man schon 18 ist und einen Ausweis vorzeigen muss und dann erstmal in so einen Kabuff geht, bevor man es zu Gesicht bekommt, weil die Altersfreigabe nicht entsprechend ist. Ne? Deswegen ist man natürlich immer gerne hinterher zu gucken, dass auch auf der Messe die Altersfreigabe stimmt. Sonst wird es auf den Messen einfach anders gehandhabt. Und dann fragen sich die Leute so, wieso ist das denn hier ab 18 und im Laden ab 12? Aus genau diesen Gründen. Ja, man muss sich da halt drum kümmern, dass auch die Demo-Version dann entsprechend als 12 gekennzeichnet wird und den Content liefern, genauso wie beim fertigen Produkt. Es gibt ja diese Diskussion, das sogenannte Wolfenstein-Urteil gab's ja jetzt, ja, dass auch böser Content, ja, diese Hakenkreuze und dann doch erlaubt wurden jetzt, ja. Ja, das ist halt zeitgemäß. Ich meine, Indiana Jones hat ja schon seit jeher irgendwie die Nazis dargestellt und hat die Nazi-Symbole und so weiter gezeigt, ja. Und das sind dann die bösen Nazis, die dann verprügelt werden so und so ähnlich ist es bei Wolfenstein ja auch. Ja.
Nur bei den Computerspielen, das hinkte halt ein bisschen hinterher. Ne? Und jetzt ist es halt erlaubt irgendwie und da muss man natürlich auch gewissenhaft damit umgehen, keine Frage. So, aber das ist auch so eine Sache von USK und PEGI, also so eine Freigabe, ne? Das wäre damals beispielsweise undenkbar gewesen. Da wurdest du nicht mal altersmäßig eingestuft, sondern einfach stumpf verboten. Ja, es ist ja auch so, das ist so ein bisschen eine Sache, die schwer zu vermitteln ist. Es ist ja auch immer noch verboten. Also verbotene Symbole sind verboten, auch jetzt. Aber, und das ist jetzt das Einzige, was sich geändert hat, du darfst es halt prüfen lassen, ob in dem Zusammenhang, in dem du es zeigst, es vielleicht doch in Ordnung ist. Das heißt, wenn du jetzt ein Spiel machst, das sich kritisch mit dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt und eben sich nicht drüber lustig macht oder die Sache verherrlicht, dann kannst du zur USK gehen und das prüfen lassen. Und dann ist Bad Content immer noch Bad Content. Aber die USK kann sagen, gut, in diesem Zusammenhang ist das kulturell wertvoll für uns und ja, kann sich auf eine andere Art und Weise wie vielleicht sonst mit dem Thema auseinandersetzen und in diesem Fall machen wir eine Ausnahme und geben eine Altersfreigabe. Und dann kann auch so ein Spiel ab 12 sein und eine Altersfreigabe bekommen, was vorher nicht möglich war. Bedeutet aber nicht, dass jetzt alle willkürlich irgendwie Nazi-Symbole in ihre Spiele packen können. Die dürfen natürlich immer noch nicht auf dem Markt und sind auch immer noch verboten. Auch in Deutschland. Entsprechend muss man immer vorsichtig sein mit Pauschalurteilen. Wir halten es für eine große Errungenschaft, dass so etwas überhaupt geprüft werden kann. Denn überall, wo man hinguckt und Sachen unter die Lupe nehmen kann, kann auch eine vernünftige Entscheidung getroffen werden und nicht pauschal alles abgeurteilt werden. Denn das ist nicht gut. Weil alles, was verboten ist ja auch sexy. Ne? Auch das. Kommt ja auch noch dazu. Auch das und ermöglicht halt viele Arten nicht, sich auch mit Themen auseinanderzusetzen, was im Film und Fernsehen schon lange möglich ist. Ne? Denn auch da ist Bad Content, aber wird geprüft und bei den Computerspielen eben lange, lange nicht. Und das hat sich jetzt geändert und das ist für die Gleichsetzung von diesen Medien ein Riesenvorteil und bedeutet einfach, dass jemand einen Blick drauf wirft und das ist etwas Gutes. Dann hoffen wir haben etwas Licht ins Dunkel gebracht, wie wir dazu stehen, was die Altersfreigaben angeht und so. Und dann hoffen wir, dass wir euch auch nächste Woche wieder hier begrüßen dürfen bei unserem kleinen Studio hier aus Essen. Wir würden sagen, bis nächste Woche. Bis dann. Mach's gut. Einmal dieses Thema. Und einmal dieses Thema. Wir haben noch 2 sogar. Ja, wir haben noch 2. Dann haben wir 5 voll. Krass. Ja. Krass. Ach du Scheiße. Lass mich nochmal reingucken.